Hallo, hier ist Meini. Vor euch seht ihr 5 verschiedene selbstgemachte Mini-Döner, die für Partys, Kindergeburtstage und besondere Anlässe gedacht sind und abgewandelt werden können. Je nach Anlass kann man die Füllung entsprechend abändern. Interessiert es euch, wie man echte französische Canapés fachlich richtig zubereitet? Dann schaut euch bitte im Anschluss das oben eingeblendete Video an. Hier möchte ich euch aber noch mehr Ideen an die Hand geben und stelle euch diese Liste hier zur Verfügung. Unter diesem Video könnt ihr diese PDF-Datei selbstverständlich kostenlos öffnen, speichern, downloaden und drucken. Bevor wir mit der Zubereitung beginnen, kurz die Erklärung dieser kleinen Hilfestellung. Hier links seht ihr die genaue Rezeptur der Mini-Fladenbrote. Gleich zeige ich euch, wie man sie richtig backt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Fingerfood-Video verpassen wollt. In diesem Abschnitt gebe ich euch ein paar Ideen für die Hauptzutaten eines Döners. Denn man muss nicht unbedingt nur einen Hähnchendöner, Kalbsdöner oder einen vegetarischen Döner machen. Man kann auch, zum Beispiel für Partys, einen Thunfischdöner machen oder mit Räucherlachs arbeiten. Für Kinder zum Beispiel einen Chicken Nugget Döner oder für besondere Gäste ein Meeresfrüchte-Döner und so weiter und so weiter. In dem kleinen Bereich hier unten zeige ich euch die Standardzutaten, die ihr für jeden Döner verwenden könnt, also die Basiszutaten sozusagen. Und zum Schluss geht es um die Soßen. Da will ich euch ein paar Ideen und Anregungen an die Hand geben. Ich verspreche euch, ab jetzt geht es im Schnelldurchlauf weiter, damit ihr euch nicht langweilt und wir sofort loslegen können. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was euch besser gefällt. Alle Rezepte in die Videobeschreibung schreiben, also so wie immer, oder lieber so eine schöne kompakte PDF-Datei. Was ist besser für euch? Fangen wir mit dem Brötchen an. Wir haben alle Zutaten, die im Rezept stehen, zusammengegeben und bereiten jetzt den Teig vor. Das könnt ihr gerne auch in der Küchenmaschine machen. Das Wichtigste ist, dass der Teig eine Stunde ruht und die Hefe darin arbeiten kann. Dann nehmen wir den Teig und machen uns solche Baguette-große Stücke, die wir dann in gleichmäßig große Stücke durchschneiden und kurz zusammenrollen. Das muss nicht perfekt aussehen. Die Teigkugeln geben wir auf ein Blech und drücken sie leicht nach unten. Bitte nicht zu stark drücken. Wenn der Teig zu dünn ist, wird es kein Brötchen werden, sondern eher ein Keks. Eine Höhe von mindestens 1 cm wäre super. Den Teig könnt ihr jetzt weitere 30 bis 60 Minuten ruhen lassen, dann bekommt er nochmal Volumen, erst dann eine kleine Eigelb-Milch-Mischung draufstreichen, Sesam draufgeben und bei etwa 180 Grad für 8 bis 10 Minuten in den Ofen schieben. So lecker und weich kommen die Fladenbrötchen aus dem Ofen raus. Schnell zu den Soßen. Ich mache meine Tzatziki-Soße gerne mit Schmand, Knoblauchöl, kleine Gurken rein, Salz, Pfeffer, gerne auch etwas Kümmel, bisschen Zitrone, Wasser von eingelegten Gurken, abschmecken, fertig. Die zweite Soße ist noch einfacher. Ketchup, Senf, Mayo oder Remoulade oder Joghurt bzw. Schmand. Einfach zusammenmischen, umrühren und fertig ist die Spezialsoße. Der dritte Dip ist nicht selbst gemacht, aber ich würde ihn euch nicht empfehlen, wenn ich nicht überzeugt davon wäre. Das ist ein Auberginen-Dip, den ich sehr gern esse. Diese meist veganen, aber gut abgeschmeckten Dips gibt's fast überall. Noch ein paar Tipps am Rande. Hühnchenherzen sind super lecker. Schön mehrmals im kalten Wasser abwaschen, saftig anbraten mit Zwiebeln, wer mag auch Koriander, Salz, Pfeffer, Knoblauch. Und die sind perfekt. Den Hirtenkäse könnt ihr noch mehr verfeinern, indem ihr in Mehl, Ei und Semmelbrösel paniert und schön in Butter ausbackt. Außen kross, innen weich und saftig, super lecker. Thunfisch. Wenn ihr den aus der Dose kauft, bezahlt ruhig ein paar Cent mehr fürs Olivenöl. In Olivenöl schmeckt er einfach besser. Für den Geflügeldöner könnt ihr natürlich auch Hühnchen- oder Putenfleisch kaufen, selbst marinieren, gerne in etwas Essig, Salz, Pfeffer oder auch Öl oder auch in Joghurt einlegen, wie beim Türken zum Beispiel, oder einfach nur Salz und Pfeffer drauf und schön anbraten. Im Rewe gibt es auch schöne fertige Hühnchenstückchen in einer 200 Gramm Packung, glaube ich. Die könnt ihr auch verwenden, die sind saftig. Falls jemand von euch mit Tofu arbeiten will, kann ich euch nur diesen Räuchertofu empfehlen. Klein schneiden und alles an Gewürzen, die ihr zu Hause habt, draufknallen, damit es nach etwas schmeckt. Schaut euch das andere Canapé-Video an, abonniert meinen Kanal und schaltet wieder ein, wenn es heißt: Hallo, hier ist Meini.